Hey Freunde, ich habe jetzt die ganze Zeit hoch und runter gedacht und hoch und runter gedacht und dachte mir so, vielleicht ist auch einfach das Zeichen hier falsch. Vielleicht ist das nicht hier, wo wir das Problem lösen müssen. Wir haben ja noch das Rathaus und wir haben die Zeitung und wir Idioten haben einfach versucht, die ganze Zeit immer schief das zu machen. Aber wir suchen einen Geschäftsmann und den finden wir doch nicht dort, den finden wir eher in einer Zeitung oder im Rathaus. Also probieren wir es jetzt mal mit dem Rathaus, in der Hoffnung, dass das Rathaus auf jeden Fall uns weiterbringen wird. Und wir ziehen mal diese komische Kluft wieder aus. So. Jetzt könnten wir... Thomas Norton. Chefarchivist, da kommen wir nicht rein, okay. Deputy Chief Archiv. Gut, dann gehen wir jetzt ins Archiv. Also Archiv war vielleicht einfach nur... Tja. Okay, also, wir suchen Tätowierung des Lagereindringlings. Wir wissen, es ist Galtanio. Okay, dann wissen wir den Ortsteil nicht. Aber ich habe gerade gesehen, Briten kriegen den. Amtsträger. Welches Dokument? Ha! Gefunden. Informationen über Thomas Norton. Das war doch der Mann, den wir gerade im Raum gesehen haben. Thomas Norton, geboren 1840 in London, 1864 Abschluss an die University. Innenministerium als Sekretär, Militärattaché in Indien von der Queen mit dem Orden Bess ausgezeichnet. Wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten von Cordona erklärt. Mit Eigenkabinett im Rathaus. Gut zu wissen. Gut, das war der. Das haben wir. Jetzt suchen wir den. So, das ist die Tätowierung. Diesmal suchen wir ein Unternehmen. Für Wein. Installatio. Was suchen wir? Welche Dokumente? Werden wir nichts finden. Doch! Zusammenfassung: Bernadotti Company. Gegründet 1873 durch Niccolo Bernadotti. Ich ärgere mich so sehr, dass wir unsere Zeit letzte Folge verschwendet haben in einem Archiv. Ich habe mich von diesem Ausrufezeichen leiten lassen. Ich dachte, das Ausrufezeichen hat was zu sagen. Selber schuld, Toshi. Hauptsitz Südosten von Scaladio. Manchmal muss ich meinem Gefühl mit dem Rathaus folgen. Und weit der Kreuzung von der Roman Road. Scaladio. Buzzer Road und Roman Road. Die Firma handelt mit Waren zwischen der britischen Kolonie und Afrika. Die Waren umfassen Nahrung, Wein, Kaffee, Bedarfsgüter. Der Gründer der Firma ist Herr Nicola Bernadotti, auf Sizilien, Italien geboren. Zog als 39-jähriger Geschäftsmann nach London. Wie er selbst sagt, näher an der Kolonie zu sein, mit denen er geschäftlich zu tun hat. Nach seiner Ankunft auf Cordona im Jahre 1873 wurde zu einem bekannten Kunstmäzen. Zuletzt machte er unter anderem mit dem Kauf von neuen Ausrüstung für die Polizeiwache von sich reden. Er hat die Polizei also gekauft. Zudem ist es seine Mithilfe zu verdanken, dass der Gouverneur das Luftschiff Lied Zeppelin aus dem Deutschen Reich auf der Insel bringen konnte.
Der besticht die hochrangigen Leute. What a lovely man this Bernadotte is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Ja, jetzt werden wir ihn kennenlernen. Aber, Thomas Norton, ich habe den vorhin gesehen. Quatsch mir doch mal mit dem. Ziemlich coole Klamotten, ne? Mit der Kette und so. Tja. Norton. Lieber Norton. Weißt du? Der sieht genauso aus wie auf dem Bild, ich sag's euch. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Britischer Ritterorden. Aha. Er ist Alkoholiker. Er arbeitet wohl viel. Kein Schlaf. Warum kann er nicht schlafen? Er ist Alkoholiker. Definitiv. Also, ich habe ja gesagt, nächstes Mal gebe ich erstmal eine Mutmaßung ab. Auf jeden Fall, er ist Alkoholiker, deswegen die geröteten Augen und der rote Fleck. Die zerknitterte Kleidung heißt, er geht nie nach Hause, sondern er arbeitet lang. Arbeitet er lang, weil er Alkoholiker ist, oder arbeitet er lang, weil er viel nebenbei macht? Er hat einen britischen Ritterorden, auf den ist er sehr stolz, weil er ihn immer trägt. Gucken wir mal. Feiert gerne viel, geplagt von Gewissensbissen. Ich glaube, es ist das deswegen. Warum ist man Alkoholiker? Weil man Gewissensbisse hat und die los wird. Deswegen kann er auch nicht schlafen. Er trinkt Alkohol, um irgendwie ein bisschen Schlaf zu kriegen. Er ist auf der Flucht. Feiert gerne viel. Der rote Weinfleck auf dem Handgelenk und das unrasierte Gesicht sprechen für laxe Einstellungen gegenüber den Pflichten. Der Orden auf Best sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Ach, da steht's doch mal. Der zerknitterte Kleidung und der geröteten Augen nach zu urteilen hatte die Nacht nicht zu Hause verbracht. Statt sich die Nächte jedoch mit der Arbeit um die Ohren zu schlagen, erweckt dieser Mann eher den Eindruck, dass er in dieser Zeit dem Alkohol und körperlichen Lasten frönt. Das letzte würde ich gar nicht so unterschreiben. Der Orden of Best sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der rote Fleck auf dem Handgelenk lässt vermuten, dass er von kurzem Rotwein getrunken hat. Seine zerknitterte Kleidung, sein unrasiertes Gesicht und seine geröteten Augen deuten darauf hin, dass er an Schlaflosigkeit leidet und vor einem starken Schuldgefühl geplagt wird. Er wirkt so, als ob er von fortwährenden Albträumen durchlebt und am liebsten seine schreckliche Erinnerung an einzigen Fehler loswerden würde. Jetzt haben wir es. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you. Okay, Well, it appears that more and more die Nacht people in the durch. city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. Oh mein Gott. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter.
It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Schlau. Das war sehr schlau. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had Was meint ihr, thoughts that Freunde? this Mercutio... Mercurio. Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in meint an er was? attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What Wenn would das you Bild do in my geklaut hat, hat er auch situation? den Mord beauftragt. I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Oh, schwierig, Leute. Einem oder vielen? Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Heiz auf Balanza. Balanza, hä? Okay, also wir haben jetzt wieder ein bisschen was Neues dazu. Nala ist die Frau auf Fotografie, das wissen wir schon. Angebot der britischen Abgesandten, Karriere wäre ruiniert. Der Abgesandte braucht die Fotografie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, zusammenfassen. Gehen wir mal den besuchen. Gehen wir den besuchen, Freunde. Und dann ist auch schon wieder der Tag vorbei. Das geht so schnell.
Zu schnell, Freunde. Und dabei machen wir schon immer Überlänge. Warum sagt er mir Gedankenspiel? Opfer des Systems. Die Flüchtlinge sind Opfer der unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Damit können wir es beenden. Okay, vielleicht beenden wir den Fall heute. So, wo waren wir? Erstmal machen wir das hier. Und dazu müssen wir... Okay, er hilft den Flüchtlingen, wenn ich das Foto gebe. Aber zuerst gehen wir mit Benedetto reden da. Es war Südosten von Scalodio. Buzzerwood und Womanwood. Scalodia, Südosten. Buzzerwood und... Wie ist wie Womanwood? Das ist die Buzzerwood. Da ist er. So. Schnellreisen macht wo Sinn? Hier mal. Eben über die Brücke, dann sind wir da. Ach, guck mal, dann kriegen wir den Fall heute auch schon gelöst. Mal gucken, was dann nächste Folge kommt. Aber erst einmal über die Brücke. Ich finde das so schön gemacht, das Spiel. Mit der Insel und allem. Unglaublich. Hier würde ich gerne mal sein. Ach, hier, guck mal. Da ist das deutsche Luftschiff. So. Teeraum. Hotel. Wo ist denn jetzt das Geschäft? Ah, jetzt. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Ich finde schon einen Weg, keine Sorge. Ja, in der Regel versuchst du dann immer von hinten. Und hier komme ich May mal nicht I vorbei. ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. Nee, natürlich hat er nichts davon gehört. War alles Banditen. These und workers don't Verbrecher. look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Neue Hinweise. Sind Flüchtlinge aus dem Lager. Wir wissen doch jetzt, wie wir hier reinkommen. So, perfekt. That's our way in, Sherry. Hey, yo, this is private property. You lost something. Oh, ich mag seinen Akzent und der hat auch das Tattoo. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? Guck mal, der hat einen in Strich Mr. weniger. Bernadotti's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotti sent up... 2. I
did try to resolve this peacefully. Ja, das ist so gemacht. Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Schießerei. Und dann war F. Ah, okay. I'm coming. Erledigt, okay. Den haben wir. Too simple. Wie war die Tabakdose nochmal mit X? I'm coming. I'm coming. Ha, No more weggeklatscht. crime for you until next month. Wie kriege ich den... Nein, ich muss nach Land. The snuff's ready. Snuff ready. I'm coming for you. Okay, nächster. Bam! Oh, don't cry, you'll live. No, you killed him. Oh nein, hab ihn erledigt. Komm her. I'm coming. Okay. Lass ihn kommen. Schwer, ein gutes Foto zu kriegen und gleichzeitig den zu erledigen. Take a rest. Fotoshooting. Give him the pepper snuff. Okay. Ich hab sie alle... Oh, da kommen die nächsten. Not that easy. Okay, das... Warum wirft er mit den Messern? The snuff's ready. You can overcome the brute now. No Schön. more crime for you until next month. Ach, ich habe aus Versehen den Feuerlöscher erwischt. Ja, das ist er doch. Schau ab. Danke fürs Mitspielen. Ah, Mist. Den Messerstecher. Den erwischen wir jetzt. Bam, erledigt. Take a rest, my friend. Time to knock this guy out. Okay. Lad nach. Ha, getroffen. Mann, bin ich gut. Too simple. Give him the pepper snuff. Oh nein, falsche Taste. Verdammt. I'm coming for you. Neuer Versuch. Okay, easy gemeistert, Freunde. Don't cry, you'll live. Nur einer ist gestorben. Das ist gut. Das ist gut. Glaube ich. Oh, 9 Münzen. Ich bin das Gesetz. You've disappointed me so much, Sherlock. Was? Weil wir einen getötet haben? Oh, von Versehen. Sherry, look. This seems familiar. No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here? Oh, der ist aber auch grimmig. Hm. Let's see what's hidden there. Das ist ein krasses Gemälde. FSK. Weiß ich nicht.
Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? A century old at least. A century old at least. A Dogon statue from West Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. Tafelgeschirr. Sieht aus wie Tafelgeschirr. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Wir mussten kaum jemanden erledigen dafür. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Ja, ich auch. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Der hat viel zu viel Angst. Keep standing in my way and no one will ever see you again. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear... I've got to... It's better I leave. Abgehauen. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. You acted so much like me. Corona Chronicles Titelseite. Über Zeppelin Titelseite. Müssen wir jetzt selber im Archiv nachgucken? Corona Chronicle. Titelseite über Zeppeline. Das war doch der Artikel, wo der den Geld gegeben hat. Please don't shoot me. I have a family. Einladung. Spare me. Ja, keine Sorge. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. Okay, vielleicht hat sie eine Tochter. Vielleicht holen wir uns auch erstmal ein paar Beweise, bevor wir mit ihm reden. Okay, Sales ist keine. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. 1875. 1875. It's taken a few years back. Ich John, how many glaube, people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? ich We definitely glaube, don't have one. ich habe eine Idee. This is it. This is where all the magic happens. Deswegen knackst du die Tür, Jung? Ich glaube, wir müssen in der Dings versuchen. Naja. Song ist abgesandt. Reden wir mal mit dem Mann. Spare me. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Unterscheidet sich von den anderen. Ist so. 3, 2 und einen Strich haben wir gesehen. Ich hörte nicht harte Arbeit. Ja, harte Arbeit oder jemand draufhauen. Litt an Mangelernährung. Okay. Mangelernährung. Pistole im Holter, kaltblütig. Wenn er das so schlussfolgert. Ich will auch nur seine Familie beschützen. Verheiratet. Okay, also, ich glaube, er ist echt knallharter Ganove. Und ich glaube, er hat echt ein Problem, wenn er an Mangelernährung leidet. Er ist vielleicht entweder nicht gut bei Kasse. Sollen wir mal gucken. Berechnender Geschäftsmann, skrupelloser Gangsterboss. Bernadotte ist ein hartgesottener Bandenanführer und berechnender Geschäftsmann.
Er strahlt Selbstvertrauen aus und wirkt zugleich bedrohlich. Er erwähnt sich grundsätzlich in Gefahr, weswegen er eine Pistole trägt, aber diese steckt zumindest im Holster. Mr. Bernadotti entstammt einer Arbeiterfamilie. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an hart arbeiten. Die harte Schufterei und Mangelernährung führte dazu, dass er an Pellagra erkrankte. Ach, es kommt aus der Kindheit, das macht Sinn, ja. Diese Krankheit hat er überwunden, aber die Spuren sind weiterhin auf seiner Haut zu sehen. Obwohl er finanziell mittlerweile ausgesorgt hat, neigte sich die Passerei, was man an vergleichsweise wenig anfällt, konservativen Kleidungsstil erkennt. Mr. Bernadotti und seine Leute haben unterschiedliche Tätowierungen desselben Stils. Diese Tätowierungen stellen höchstwahrscheinlich einen Code dar, welcher die verschiedenen Ränge einer dekonstruktiven geheimen kriminellen Organisation repräsentiert. Das glaube ich nämlich auch. Der an der Tür war nämlich nur ein ganz einfacher Typ und der mit den 2 Strichen und dem war schon einer seiner besten Männer, der weg ist. Skrupelloser Bandenanführer, der sich vor nichts scheut, um seine Macht zu demonstrieren. Der in jungen Jahren hart arbeiten musste, hat er seinen Hass gegenüber seiner Umwelt entwickelt. Er erwartet ständig Schwierigkeiten und neigt auch selbst dazu, Schwierigkeiten zu machen. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an anpacken. Die harte Schufterei und Mangelernährung führte dazu, dass er an Pellagra erkrankte. Diese Krankheit hat er überwunden, aber die Spuren sieht man weiterhin. Er weigert sich, die Spuren unter modischer Kleidung zu verbergen, damit er niemals vergisst, wie er zu einem Mann wurde, der er heute ist. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Schaut mal, ich habe seine Wache erledigt und er steht hier mit stolzer Brust ohne Angst. Er hat ein unglaubliches Selbstvertrauen. Und er hat keine Angst. Das passt zu skrupelloser Gangsterboss. Das zeigt, spiegelt auch nochmal sein Selbstvertrauen wieder, wenn er die Krankheit der immer offen zeigt. Unterschiedliche Tätowierungen, klar, das ist klar. Ich glaube, es ist skrupelloser Gangsterboss. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Seht ihr? As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next.
I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. Ja, vor allem reden My wir business Klartext. dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappeared. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Wollte sie beschützen, einen anderen zu erpressen. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Und zu verhungern. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place.
I give you my word. Boah, das ist schwierig, Freunde. Es wird Zeit, dass wir eine Entscheidung treffen. Jesus, ist das schwierig. Entweder wir geben das dem Abgesandten und er hilft den ganzen Flüchtlingen, oder wir geben es ihm und er hilft nur einem der Flüchtlinge. Außerdem helfen wir damit den Banditen, den Gaunern und Halsabschneidern. Wer will den Briten erpressen? Das hatten wir. So, Opfer von Missbrauch. Nyla wurde missbraucht und fast entführt. Primär muss ich dafür sorgen, dass ihr und ihrem Kind gut geht. Die Flüchtlinge sind Opfer des unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Ich bin für die Flüchtlinge. Lieber allen Flüchtlingen helfen als nur einem. Der Abgesandte will seinen Ruf wahren. Der britische Abgesandte missbraucht bei einem festigen Geflüchteten. Wenn wir Fotografie seiner Tat an die Öffentlichkeit gehen, er ist seine Karriere ruiniert. Er könnte jedoch den Flüchtlingen helfen, um dies zu verhindern. Der britische Abgesandte verdient für seine Tat weder mein Vertrauen noch Vergebung. Eine ruinierte Karriere ist das Mindeste, was er verdient. Ich werde Werner Vogel die Fotografie geben, damit er die Sache an die Öffentlichkeit bringen kann. Oder Thomas Norton ist ein Vergewaltiger, der bestraft werden sollte. Andernfalls würden dadurch den Flüchtlingen ein besseres Leben verwehrt bleiben. Ich werde dem Abgesandten die Fotografie geben. Alternativ können wir aber auch hingehen und sagen, Bernadotte will Abgesandten erpressen. Er weiß, wie man auf seine Sache einen Vorteil zieht. Er erfuhr vom Missbrauch durch den Abgesandten und will sich dies mit Erpressung zunutze machen. Er würde Naylor im Gegenzug für die Fotografie ein gutes Leben ermöglichen. Geben wir das? Es ist ein Widerling und Bernadotte versucht aus der Situation Vorteil zu ziehen. Ich kann keinem von ihnen trauen. Und nur die Wahrheit. Oder unerwartete Kooperation. Was hättet ihr gemacht, Freunde? Ich werde es ja vielleicht in den Kommentaren lesen, wenn ihr es mir schreibt. Ich sage auf jeden Fall lieber viele für einen. Manchmal ist Rechtschaffenheit nicht gut. Manchmal ist es besser, allen zu helfen. Gut, wo müssen wir jetzt hin? The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, Danke. of course. Aber nun, wer ich will. Ich lasse mich hier nicht erpressen. Wir haben nicht alle Hinweise. Ja, aber ganz ehrlich, was für Hinweise sollen denn hier noch drin sein? The Bernadotte Company Limited Trade Network reaches the most distant colonies of the Great Empire. Please come It in. must be very convenient for a man like Bernadotte. Okay, dann haben wir hier jetzt alle. Gucken wir nochmal, ob da noch was ist. Das hat mir auch alles. Wo ist denn hier noch ein Schlüsselhinweis? Ach, ich weiß, was sie mit Schlüsselhinweis... Ach, was für eine Zeitverschwendung. Mit Schlüsselhinweis meinen die, dass ich noch mit dem Typen reden kann, um ihm das Foto zu geben. Ah, schon wieder auf den Leim gegangen. Okay, jetzt schnell zum Flüchtlingsheim. Nee, zum Rathaus. A contest for the guests of Cordona. Fine, hidden. Okay, nee, ich finde keine Schätze heute. Heute haben wir schon Überlänge gemacht, aber ziemlich krass Überlänge. Reden wir mit ihm, geben wir ihm das verdammte Foto. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well,
I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me, too. Now, what about the photograph? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Okay, wir haben es gemacht. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. What happened to your crusade of truth? Was it not that important after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Kommt da an Frankly, Sachen I'm meiner not sure Mutter. how to answer that. I trust you'll know. Previously you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Wir haben Geld gekriegt, Freunde. Und wir haben das alles jetzt erstmal soweit geklärt. Versteckter Schatz, da war noch was. Türknauf aus Holz, da war auch noch etwas. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was der Werner Vogel uns da geliefert hat. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.